Hello, good morning. Hallo, guten Morgen. Verse 36. Vers 36. But Peter injected, but Master, where are you going? Petrus warf ein, aber Meister, wohin gehst du? And Jesus replied, Jesus antwortete, Where I'm going, you won't be able to follow. wohin ich gehe, kannst du mir nicht folgen. But one day you will follow me there. Aber eines Tages wirst du mir dorthin folgen. Again, Peter is the one who's speaking. Wieder ist Petrus derjenige, der spricht. You see, he's always the one who spoke first. Siehst du, er war immer der Erste, der redete. And Peter wanted obviously to go where Jesus is. Und Petrus wollte immer dahin gehen, wo Jesus war. But look what Peter responded when Jesus said that you cannot go there. Aber schau, was Petrus antwortete, als Jesus sagte, er könne nicht mitkommen. I mean, look at this. Schau dir das mal an. Jesus was the Son of the living God. Jesus war der Sohn des lebendigen Gottes. You would think that when the Son of the living God says, you would say, yes, sir. Man könnte meinen, wenn der Sohn des lebendigen Gottes etwas sagt, ist die Antwort ja, Herr. But not Peter. Aber nicht so Petrus. Peter disagreed with Jesus. Petrus widersprach Jesus. What do you mean I'm not able to follow you? I would sacrifice my life to die for you. Was meinst du damit, dass ich dir jetzt nicht folgen kann? Ich würde mein Leben opfern, um für dich zu sterben. Do you know that Peter expressed his pride right there? Weißt du, dass Petrus hier seinen Stolz zum Ausdruck brachte? I tell you why. Ich sage dir warum. If you read in one of the other Gospels, I believe it's in Matthew, Wenn du in einem der anderen Evangelien liest, ich glaube, es ist in Matthäus, when they were in the Garden of Gethsemane, als sie im Garten Gethsemane waren, Jesus did not say to the disciples to watch and pray. da sagte Jesus nicht zu den Jüngern, dass sie wachen und beten sollen. He said it only to Peter. Er sagte das nur zu Petrus. He said, Peter, watch and pray that you will not fall into temptation. Er sagte, Petrus, wache und bete, damit du nicht in Versuchung fällst. Did Peter pray? Betete Petrus? No, he fell asleep. Nein, er schlief ein. So obviously he thought that he will be fine. He will not fall in temptation. Offensichtlich dachte er, dass alles prima sei und er nicht in Versuchung geraten könne. And here again, he has this attitude that he's smarter than Jesus. Hier hat er also wieder diese Einstellung, dass er schlauer ist als Jesus. Jesus clearly said, you'll not be able to go. And Jesus said, what do you mean I'm not be able to go? Sure I will. Jesus sagte, er könne nicht mitkommen und Petrus antwortete, was soll das heißen, ich kann nicht mitkommen? Natürlich werde ich das. I would even be willing to die for you. Ich bin sogar bereit für dich zu sterben. Do you know, and I don't believe that, I personally don't believe that Peter was insincere. Ich persönlich glaube nicht, dass Petrus unaufrichtig war. I believe he just did not see his own heart. Ich glaube, dass er einfach sein eigenes Herz nicht erkannte. I believe he thought high of himself than he should have thought. Ich glaube, dass er höher von sich dachte, als er sollte. And Jesus was very clear. Und Jesus war sehr klar. He did not say, oh, Peter, listen, let's talk about this. Er sagte nicht, ach Petrus, lass uns mal darüber reden. Listen, Peter, I'm sorry, but this time you're wrong. Hör zu, es tut mir leid, aber diesmal liegst du falsch. But I'm gonna help you through this. Aber ich helfe dir da durch. I know you're a good guy, and I know you really want to die for me. Ich weiß, du bist ein feiner Kerl und ich weiß, du wirst wirklich für mich sterben. No, Jesus came very direct. Nein, Jesus formulierte es sehr direkt. Verse 38, he answers, would you really lay down your life for me, Peter? In Vers 38 antwortet Jesus ihm, würdest du wirklich dein Leben für mich hingeben, Petrus? And then look, here is the absolute truth, he says. Hier ist die absolute Wahrheit. Before the rooster crows in the morning, you will say 3 times that you don't even know me. Bevor der Hahn am Morgen kräht, wirst du 3-mal sagen, dass du mich gar nicht kennst. This must have been such a shock to Peter. Das muss so ein Schock für Petrus gewesen sein. Because Peter was convinced in his own heart that he would never do that. Denn Petrus war in seinem Herzen überzeugt, dass er das niemals tun würde. Peter was convinced in his own heart that he would actually be willing to fight for Jesus. Petrus war in seinem Herzen überzeugt, dass er wirklich bereit ist, für Jesus zu kämpfen. And he even showed that. Und er zeigte das sogar. Do you remember when they came to arrest Jesus? It was Peter who pulled out the sword to defend Jesus. Erinnerst du dich, als sie kamen, um Jesus gefangen zu nehmen? Das war Petrus, der das Schwert zog und Jesus verteidigen wollte. And even cut off the guy's ear. Und sogar das Ohr eines Mannes abschlug. So I believe when Peter was talking, he was very, very serious. Ich glaube also, dass Petrus sehr ernst meinte, was er sagte. Sometimes we can be very serious and we think we know our own hearts, but we don't. Manchmal können wir es sehr ernst meinen und denken, dass wir unser Herz kennen,
aber das tun wir nicht. And Jesus, in his kindness, he showed him the truth. Und Jesus zeigte ihm in seiner Güte die Wahrheit. He said, the absolute truth is that you will do it 3 times. Er sagte, die absolute Wahrheit ist, dass du es 3-mal tun wirst. So look, there's a lesson for you to learn. Schau, hier ist eine Lektion, die du lernen kannst. When Jesus said something, don't argue with him. Wenn Jesus etwas sagt, dann diskutiere nicht mit ihm. You know, when Jesus said, first of all, listen guys, I'm going somewhere you can't go, don't tell him that yes you can. Wenn Jesus sagt, dass du nicht mitgehen kannst, dann sag ihm nicht, dass du das sehr wohl kannst. But Peter's attitude was Doch Petrus' Haltung war, that he believed much more about himself than that was actually true. dass er viel mehr von sich hielt, als er Grund gehabt hätte. So look, first Jesus said you can't go and Peter disagreed with him. Also, zuerst sagte Jesus, du kannst nicht mitkommen, und Petrus widersprach ihm. Then Jesus said that you're actually going to deny me and Jesus again disagreed. Peter disagreed. Dann sagte Jesus, in der Tat wirst du mich verleugnen, und Petrus widersprach erneut. He said, I'm going to die for you, so I don't care what you say, Jesus, I will go where you are going. Er sagte, ich werde für dich sterben, es ist mir also egal, was du sagst, Jesus, ich werde dorthin gehen, wo du hingehst. If we are smart people, Wenn wir schlaue Leute sind, we will have a constant prayer on our lips. dann werden wir ein beständiges Gebet auf unseren Lippen haben. Lord, if there's something hidden in my heart, please show it to me. Herr, wenn es etwas Verborgenes in meinem Herzen gibt, dann zeige es mir bitte. Do you know, I personally think it was the grace of the Lord Ich persönlich denke, dass es die Gnade Gottes war, to not protect Peter from this failure. Petrus nicht vor diesem Versagen zu bewahren. I tell you why. Ich sage dir warum. Peter needed to see what was in his own heart. Petrus musste sehen, was in seinem eigenen Herzen war. And many times it's only when we fail that we see what is really going on in our hearts. Oft sehen wir nur, wenn wir versagen, was wirklich in unseren Herzen vor sich geht. Do you know, if you look into another gospel, Wenn du in ein anderes Evangelium schaust, when Jesus said to Peter, wo Jesus zu Petrus sagt, he actually prophesied his failure to him. in der Tat prophezeite er ihm sein Versagen. And Jesus never said, I'm praying that God will take you out of this. Jesus sagte niemals, ich bete, dass Gott dich da rausholt. No, Jesus said, Nein, Jesus sagte, and I'm praying that your faith will not fail. ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. You see, the best thing that can happen to us is this, Siehst du, das Beste, was uns passieren kann, ist, that through our own failure, we see our own hearts. dass wir durch unser Versagen unser eigenes Herz erkennen And in the middle of the process, our faith will not fail. und dass während dieses Prozesses unser Glaube nicht aufhören wird And we stay close to Jesus in true repentance. und wir in echter Buße nahe bei Jesus bleiben. So don't argue with Jesus. Also diskutiere nicht mit Jesus, Always ask him to show you what's hidden in your heart bitte ihn immer, dir zu zeigen, was in deinem Herzen verborgen liegt, and respond quickly. und reagiere schnell darauf. And you will fulfill your purpose of God. Dann wirst du deine Bestimmung von Gott erfüllen. We finished chapter 13. Wir haben Kapitel 13 beendet. Now we have to think what we do next. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, was wir als nächstes machen. Whether we teach subjects or we go a little bit more through the Bible. Ob wir über Themen lehren oder noch ein bisschen durch die Bibel gehen. Verse by verse. Vers für Vers. Thank you guys for listening. Danke fürs Zuhören. See you tomorrow. Bis morgen.